Und, du wollen Medvedevs Ferienhaus sehen? Ich glaube, du wollen. Ich gern dir zeigen, denn Medvedev ist Premierminister von Russland und ist der Vorsitzende von der regierenden Partei. Und wollen an den Wahlen zum Präsidenten gewählt werden. Er werbe für sich, versprechen vieles, nur aus irgendeinem Grund vergessen dem Volk sein Ferienhaus zu zeigen. Naja, vergessen wir aber nicht. Stiftung der Korruptionsbekämpfung FPK. Das ist Datscha von Medvedev, jeder wissen schon seit Jahren. Das ist riesiges Residenz in der Nähe russischer Stadt Plus. Die Presse bereits 2011 darüber berichtet. In Wikipedia sogar steht Text. Aber bis jetzt gäbe es keinerlei Fotos. Wirklich, kein einziges Foto. Naja, weil in der Nähe nichts erlaubt. Schau mal, mit großem 6 Meter Zaun, das Anwesen umzaunt. Jede Einfahrt, jeder Zugang dieser Residenz ist von der Straße Volk gesperrt und auch von Ufer von Fluss Wolga. Medvedev selber kommen oft hier. Auch kommen mit seiner geile Yacht und sogar in Instagram von Premierminister kann man das sehen. So schau doch, das ist ein nettes Foto mit die Pilze. Weiter guckst du, wo aufnehmen Foto. Mit Geotech wir sehen Position. Mir bleibt nur das Leichteste. Zaun 6 Meter hoch überwinden. Für Stiftung Korruptionsbekämpfung kein Problem. Deswegen zum allerersten Mal ein Flug über das, was die Journalisten als das Ferienhaus Medvedevs nennen. Ich fliege rein aus Wolga und sofort sehen eine private Anlegestelle mit Amphibienfahrzeuge. Auch das Ende von Skipiste ich sehen. Weiter zu gucken 2 Häuser. Ich erst denken, oi, die sind doch gar nicht groß. Bitte keine Eile. Hauptresidenz zu sehen am Ende. Das ist wahrscheinlich Gästehaus oder irgendein Haus gebaut neben Skilift. Du schauen oben links. Da ist eine Kommunikationszentrale. Sehr oft sehe ich auf Grundstücken von großen Beamten jedes Mal. Das ist der berühmte 6 Meter Zaun. Und genau hier möchte man fast sagen, das ist Hinterteil von Residenz, wo Treibhaus, Stehen, Haus für Bedienung und so weiter. Aber genau genommen laut Grundbuch endet die Residenz sogar da am Horizont an der Grenze von Wald. Hier Hotel für Personal, wieder Kommunikationszentrale und da du sehen 2 Helikopterlandungsplatz. Insgesamt hier sind 3 Stück. Ziemlich genauso wie im berühmten Palast Putins in Gelendzhik. Hier 2 große Automobilhaus. Und nun, wir kommen zum Hauptteil von Anwesen. Du sehen, das ist sogar kleiner Zaun. Dieser trennen den Hauptteil vom Rest. Und das historische Gehöft Milovka, gebaut in 1775. Aber neue und viel renovieren. Im Teich Häuserli für Ente. Ich drehen und sehen 2 Häuser für Gäste, wobei einer mit Kaskadenpool vorhanden. Jetzt du sehen. Weiter sehen noch ein Haus und fliegen dort. Das ist Haus mit Schwimmbecken. Details ich kenne nicht, aber Papiere sagen es so heißen. Vielleicht große Schwimmbecken drin. Nun hier wir haben das Mutterchen Russland und unendliche Weiten. Wieder 6 Meter Zaun, welches das ganze Russland von Medvedev fernhalten. Oder Herr Medvedev von Russland, damit von dort keiner geben ihm auf die Schnauze. Ich zurückfliegen, die Gesamtfläche von Residenz betragen 80 Hektar. Das ist fast wie 3 Kreml zusammen oder 30 Roten Platz. Das Marktwert von Residenz könne ich nichts wissen. Rekonstruieren, Gehöft, viele Häuser, Pools, Hotel, Skipiste, unterirdische Objekte. Ich glaube, dass das Hochziehen dieser Anwesen kostet 400 bis 450 Millionen Euro. Wahrscheinlich könnte hier denken sehr gut. Und genau hier Medvedev seine beflügelte Sprichwörter erfinden. Haltet hier aus!
Euch alles Gute. Stiftung der Korruptionsbekämpfung FPK. Du interessieren wahrscheinlich, wer diesen Spaß alles bezahlen. Eines kann man genau sagen, Mr. Medvedev es nicht getan. Anwesend war zuerst in Besitz von Stiftung namens Dar, diese Stiftung verbunden eng mit Svetlana Medvedev, dort Chef des Aufsichtsrats von Stiftung ist ein seiner Kommilitone, Herr Aleksej. Laut Medien hatten einige Aktionäre eines Gasunternehmens Novotek eine üppige Summe in Höhe von 470 Millionen Euro dieser nicht kommerziellen Stiftung überwiesen. Für diese geschenkte Geld hat Stiftung historische Anwesen gekauft, hat es renovieren und all das gebaut, was du im Video sehen. Nach einem Monat nach dieser Renovieraktion wurde diese Residenz verschenkt. Interessant. So wird also russisch Kulturerbe erhalten? Hinter einem 6-Meter-Zaun mit Bewachung durch Spezialkräfte? Am Wochenende bewachen sogar Medvedev selber das Anwesen. Du denkst, das geklaut? Natürlich ist das, wie auch bei vielen anderen Machenschaften von Putin und Medvedev seine Partei. Nicht umsonst Medvedev wollen jetzt erster Partei stehen. Du gucken selber. So das Ferienhaus Frau Kanzler Merkel von Deutschland aussehen. So das Haus von Bill Clinton. Du sehen Unterschied von Medvedev Haus? Und jetzt wir vergleichen Lohne. In Russland betragen Mindestlohn 120 Euro, in USA 1400 $, in Deutschland sogar 1600 Euro. Komisch nicht? Russland ist ganz schön arm, aber diese Führung leben Faktor 300 Luxus als andere Präsidenten. Und alle diese Korruption wäre dann möglich, wenn du wählen die Partei Einiges Russland. Wenn du in Russland gehen wählen, so bitte nicht die Partei Putin. Bitte informieren dein Kumpel, nix wählen, böse Partei. Im Fernseher euch nicht zeigen, das Ferienhaus von Medvedev. Deswegen wir uns freuen, wenn du dieses Video deine Kumpel und deine Oma weitersagen. Servus. Stiftung der Korruptionsbekämpfung FPK.